Ein Unfall auf dem Arbeitsweg. Was kann man steuerlich absetzen? Hallo meine lieben Zuschauer, mein Name ist Jutta Martin. Ich bin Diplom-Finanzökonom und Autorin mehrerer Steuerratgeber und Online-Kursen zum Thema Steuererklärung selber machen. Sichern Sie sich schon mal unter diesem Video einen Gratis-Report. Ja, keiner will ihn, keiner braucht ihn und trotzdem kann er sich ganz plötzlich ereignen. Gerade jetzt gegenwärtig bei dem Wetter, die Sonne steht viel tiefer als sonst. Gewöhnlicherweise jetzt im Herbst ist das so. Das Laub ist feucht und rutschig. Man kann als Fußgänger ausrutschen, als Zweiradfahrer ganz schnell mal wegrutschen oder als Autofahrer vielleicht auch den Bremsweg unterschätzen. Unfallkosten, also Kosten, die Ihnen durch einen Unfall auf dem Weg von der Wohnung zu Ihrer ersten Tätigkeitsstätte entstehen oder überhaupt zur Arbeit, sind Werbungskosten, sofern Sie sich auf direkten Weg zur Arbeit begeben. Also machen Sie einen Umweg und gehen nicht auf direkten Weg oder fahren auf direkten Weg von zu Hause zu Ihrer Arbeit, dann gehen Sie leer aus. Sie sind Fußgänger. Das ist natürlich eine feine Sache, wenn Sie als Fußgänger Ihre Arbeit erreichen können. Da sparen Sie sich natürlich eine Menge Kosten. Aber als Fußgänger, jetzt, ich habe es gerade schon erwähnt, bei diesem Wetter, dieses rutschige Laub, kann man ganz schnell mal ausrutschen und sich gesundheitliche Schäden zuziehen oder Schäden an den persönlichen Sachen, Kleidung oder Tasche, wie auch immer. Sie sind Fahrzeugführer und erleiden auf dem Weg zur Arbeit einen Unfall. Egal ob jetzt Moped, Roller, Motorrad oder Auto. Sie erleiden einen Schaden am Fahrzeug. Dazu kommen vielleicht noch gesundheitliche Schäden und ja, Schäden an privaten Sachen, Kleidung, aber auch die Gegenstände, die im Auto sind. Ja, wenn Sie gut versichert sind, dann übernimmt Ihre Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung den Schaden. Aber wenn Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben, dann können Sie die Kosten für die Selbstbeteiligung in Ihrer Steuererklärung geltend machen. Ja, wenn jetzt Arztkosten entstehen, egal ob jetzt als Fußgänger oder Fahrzeugführer, die Arztkosten werden dann in der Regel, wenn es sich wirklich um einen Wegeunfall handelt, von der zuständigen Berufsgenossenschaft übernommen. Sie müssen natürlich dem Finanzamt gegenüber nachweisen, dass Sie Kosten haben, die aufgrund eines Wegeunfalls entstanden sind. Das machen Sie am besten mit einer Auflistung. Wenn Sie jetzt die Formulare für Ihre Steuererklärung verwenden, dann nehmen Sie Mantelbogen, Seite 2, Zeile 45. Da ist denn in Zeile 45 so ein Kästchen, davor ist eine 175 und da tragen Sie eine 1 ein. Das bedeutet, dass Sie noch Erläuterungen zu Ihrer Steuererklärung beifügen. Also Sie benennen das dann ergänzende Angaben zur Steuererklärung. Wenn Sie eine Software nutzen, dann finden Sie in der Software dazu Angaben. Ja, Sie müssen natürlich alles darlegen. Also wir schicken ja grundsätzlich keine Belege mehr seit einigen Jahren mit zum Finanzamt. Aber in diesem Fall, wenn Sie dieses Kästchen in Zeile 45 mit 1 bestücken, dann fügen Sie natürlich Ihre Beweismittel bei. Ja, Sie haben dann diese Überschrift eben, ergänzende Angaben zur Steuererklärung, die fügen Sie bei. Und objektive Beweismittel, dass es sich wirklich jetzt auch um einen Wegeunfall handelt, das können Fotos, Sachverständigengutachten, ein polizeilicher Unfallbericht, die Unfallschilderung gegenüber Ihrer Versicherung, Zeugenaussagen oder auch Rechnungen und Quittungen sein. Das listen Sie alles schön auf und fügen das dann Ihrer Steuererklärung bei. Als Werbungskostenabzugsweg bei einem Unfall sind alle Kosten, die Sie von dritter Seite nicht erstattet bekommen haben. Das sind zum Beispiel auch die Reparaturkosten für das Auto, Schäden an privaten Sachen, das habe ich schon mal erwähnt, also Kleidung und Gegenstände, die sich im Auto befinden, Anwaltskosten, Gerichtskosten, Sachverständigenkosten und bei den Krankheitskosten natürlich der Eigenanteil, die Fahrten zu den Untersuchungen und Behandlungen. Ja, bei der Kaskoversicherung dann die Selbstbeteiligung oder wenn Sie Abschleppkosten für das Fahrzeug hatten. Und dann gibt es noch die sonstigen Unfallkosten. Das sind zum Beispiel Telefonkosten oder Kosten für ein Taxi. Die Erstattungen, die Sie von der Versicherung bekommen oder vom Unfallgegner, müssen Sie natürlich abziehen. Also Sie listen alle Ihre Kosten auf und erhalten dann eine Summe. Davon ziehen Sie die Erstattungen von der Versicherung vom Unfallgegner ab und dann haben Sie die Summe, die Sie
in Ihrer Steuererklärung bei den Werbungskosten steuerlich geltend machen können. Wenn Sie aber jetzt durch den Unfall und der Reparaturkosten für Ihr Fahrzeug von Ihrer Versicherung höher gestuft werden, dann können Sie diese Kosten für die Höherstufung nicht geltend machen. Also das können Sie nicht in Ihrer Steuererklärung angeben. Ja, und für die Schilderung des Unfallhergangs sowie für die Aufstellung der Kosten fügen Sie dann eben ausnahmsweise diese Auflistung zur Steuererklärung bei. Das hatte ich schon erwähnt, weil wir ja grundsätzlich keine Belege mehr einreichen, aber in dem Fall schon. Körperschäden, die durch einen Unfall auf einer beruflichen Fahrt eingetreten sind, werden in der Regel von der Berufsgenossenschaft übernommen. Es gibt aber auch spezielle Fälle, bei denen das nicht komplett von der Berufsgenossenschaft übernommen wurde. Da gibt es von BFH, vom Bundesfinanzhof eine Rechtsprechung. Und zwar war das ein ganz spezieller Fall. Eine Frau erlitt auf dem Weg von der Wohnung zu ihrer Tätigkeitsstätte schwere Verletzungen im Gesicht und hatte eben einen Unfall mit ihrem Pkw. Ihre Nase musste operiert werden. Diese Kosten hat die Berufsgenossenschaft nur teilweise übernommen und weitere Behandlungskosten und Fahrkosten zu den Behandlungen, die sie als Werbungskosten geltend gemacht haben, wurden abgelehnt. Die wurden vom Finanzamt abgelehnt und auch vom Finanzgericht abgelehnt. Aber vom Bundesfinanzhof bekamen sie dann letztendlich Recht. Das sind immer so eine Einzelfallentscheidungen. Man muss da auch mit diesem Urteil sehr vorsichtig sein. Deswegen gebe ich jetzt hier auch nicht das Aktenzeichen an, aber Klagen kann sich durchaus manchmal auch lohnen. Ja, und dann vergessen Sie nicht, wenn Sie eine private Unfallversicherung haben und haben gesundheitliche Beeinträchtigungen erlitten, auch wenn es jetzt ein Arbeits- oder Wegeunfall war und kein privater Unfall, denken Sie unbedingt daran, diesen Unfall Ihrer privaten Unfallversicherung zu melden. Also Sie können jetzt nicht sagen, naja, die Berufsgenossenschaft leistet nie, die bezahlen ja dafür einen extra Beitrag. Die Berufsgenossenschaft bezahlt Ihr Arbeitgeber und Sie bezahlen extra in Ihre private Unfallversicherung und haben deshalb auch Anspruch auf Leistungen. Ja, nun kommt es natürlich darauf an, was Sie versichert haben. Es gibt ja unter den Unfallversicherungen 1000 Varianten, so wie es Autotypen auch gibt. Aber je nachdem, was Sie versichert haben, also erstmal denken Sie bitte dran, dass Sie den Schaden melden. Und dann gibt es bei manchen Versicherungen schon bei Verrenkung von Gelenken, Zerren oder Reißen von Muskeln, Sehnen, Bändern oder Kapseln und bei Knochenbrüchen Schmerzensgeld. Also man muss nicht immer gleich den Kopf unterm Arm haben. Also ich persönlich hatte auch mal einen Unfall und habe mir ein Band am linken Mittelfinger gerissen und habe dafür auch ein Schmerzensgeld bekommen. Schauen Sie in Ihrem Versicherungsvertrag nach. Notfalls rufen Sie einfach an bei Ihrer Versicherung, melden den Schaden, schreiben, was passiert ist. Und die arbeiten eigentlich sehr korrekt. Und was Ihnen zusteht, das bekommen Sie auch von der Versicherung. Ja, und zu guter Letzt nochmal ein kleiner Hinweis für die Minijobber. Auch Minijobber müssen bei der gesetzlichen Unfallversicherung angemeldet sein und haben natürlich auch Anspruch auf Entgeltfortzahlung für 6 Wochen. Das gilt bei Krankheit, bei Wegeunfall und auch bei Arbeitsunfall. Ja, wer allerdings vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt, hat natürlich überhaupt keinen Anspruch auf Ersatz. Das wird in der Regel auch überall ganz genau geprüft, ob es ein normaler, ganz förmlicher Unfall war oder eben ob da Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Ja, meine lieben Zuschauer, das war heute mal wieder jetzt in puncto Herbst und rutschiges Laub und Unfallgefahren. Die Sonne steht tief. Ein kleiner Exkurs mal in das Thema Wegeunfall. Vergessen Sie sich nicht unter diesem Video einen Gratis-Report zu sichern. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Jutta Martin.